An interesting fact is the amount spent on non-necessities. The greatest amount is spent on pets. Er führte ein einfaches, selbstloses und bescheidenes Leben. Doch was Papst Franziskus nach seinem Tod hinterließ, überraschte alle, auch seine engsten Angehörigen. Der Wert stolpert. Was bedeutet das? Undenkbar. Ich habe jedoch eine Frage an Sie. Glauben Sie, dass echter Reichtum in materiellen Besitztümern oder in dem Vermächtnis, das wir anderen hinterlassen, zu finden ist? 0 für Vermächtnis, 1 für Geld. Was genau hat Papst Franziskus hinterlassen? Und warum hat seine Familie darüber geweint? Lassen Sie uns nachforschen. Francis Fortune, Papst. Papst Franziskus steht der römisch-katholischen Kirche vor, der weltweit mehr als 1,3 Milliarden Katholiken angehören. Berichten zufolge ist er zu einem der einflussreichsten politischen und religiösen Führer aufgestiegen. Aufgrund der Art seiner Tätigkeit ist es schwierig, das tatsächliche Nettovermögen von Papst Franziskus zu bestimmen. Er wurde 2013 zum Papst ernannt, als Papst Benedikt XVI zurücktrat. Er verfügte nicht über das persönliche Vermögen, das andere Personen seines Ranges haben, da er das Oberhaupt der katholischen Kirche war. Wenn man von seinem Reichtum spricht, meint man in der Regel das Vermögen des Vatikans, das alle Besitztümer der Kirche umfasst. Aber Papst Franziskus hat bei vielen Gelegenheiten sein Engagement für Demut und Einfachheit gezeigt. Im Gegensatz zu früheren Päpsten, die ein verschwenderisches Leben führten, führte er einen eher bescheidenen Lebensstil. Sein Vermögen ist daher im Vergleich zu anderen gering. Einigen Berichten zufolge beläuft sich sein geschätztes Nettovermögen auf 16 Millionen Dollar. Vieles davon hat jedoch weniger mit dem Vermögen des Vatikans als vielmehr mit Privatbesitz zu tun. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die katholische Kirche als Organisation viel reicher ist als ihre Führer. Obwohl der genaue Betrag schwer zu ermitteln ist, schätzen einige Quellen das Gesamtvermögen des Vatikans auf 10 bis 15 Milliarden Dollar. Zu den Vermögenswerten gehören Finanzanlagen, unbezahlbare Kunstsammlungen, Immobilien und historische Reliquien. Als Oberhaupt der katholischen Kirche, nicht des Vatikans, war Papst Franziskus für die Verwaltung all dieser Reichtümer zuständig, auch wenn er keine direkte Autorität darüber hatte. Was ist mit den monatlichen Zahlungen des Vatikans an ihn? Papst Franziskus wurde auf nicht traditionelle Weise bezahlt. Im Jahr 2001 bestätigte der Vatikan, dass er auch vor seiner Ernennung zum Papst nie Geld von der Kirche angenommen hatte. Vielmehr wurde er mit allen Mitteln und Einrichtungen ausgestattet, die für die Ausübung seines Amtes erforderlich sind, einschließlich einer Wohnung im Apostolischen Palast. Zusätzlich zu den karitativen Einrichtungen, mit denen er zusammenarbeitet, übernimmt der Vatikan seine Reise-, Sicherheits- und Lebenshaltungskosten. Der Papst erhält kein regelmäßiges Gehalt. Die Gelder, die für den Betrieb des Vatikans und seiner verschiedenen Einrichtungen verwendet werden, dienen ihm als Gehalt. Spenden von katholischen Organisationen, WZ-B, die Petruspfennigsammlung, fallen unter diese Kategorie. Der Betrieb des Vatikans und die philanthropischen Bestrebungen des Papstes werden durch die Petruspfennigsammlung unterstützt. Der offizielle Jahreshaushalt des Vatikans in Höhe von etwa 300 Millionen Dollar trägt zur Finanzierung seiner weltweiten Aktivitäten bei. Aus diesem Budget werden philanthropische Aktivitäten, diplomatische Missionen und religiöse Feiern finanziert. Papst Franziskus betonte jedoch, dass die Kirche den Unterprivilegierten helfen und bescheiden leben sollte. Er drängte auf mehr operative Effizienz und Offenheit, während er gleichzeitig verschwenderische Ausgaben im Vatikan einschränkte. Viele Menschen sind neugierig auf den Reichtum von Papst Franziskus und darauf, ob er eine Immobilie oder ein Haus besitzt. Anders als die meisten Menschen besitzt Papst Franziskus kein Haus. Als Oberhaupt der katholischen Kirche residierte er im Apostolischen Palast in der Vatikanstadt, die Residenz des Papstes. Seine Büros, Konferenzräume und Kapellen befinden sich alle in dem gewaltigen, mittelalterlichen Papstpalast. Dort residierte er während seiner Amtszeit als Papst. Papst Franziskus hat jedoch erklärt, dass er lieber ein einfacheres Leben führen möchte als seine Vorgänger. Er hat sich für das Domus Sancti Marthae, das Haus der heiligen Martha, entschieden, ein bescheideneres Gebäude innerhalb des Vatikans. Dort kann er mit anderen Priestern und Kardinälen in einer viel einfacheren Unterkunft im Stil eines Gästehauses wohnen. Da er der Meinung ist, dass der Papst nicht in Abgeschiedenheit oder in einer opulenten Umgebung leben sollte, zeigt seine Wahl sein Engagement für Bescheidenheit.
Einer der wichtigsten und sichersten Orte ist die Residenz des Papstes. Der Sitz des Papstes ist gut geschützt. Und die Vatikanstadt ist ein selbstverwalteter Stadtstaat. Auch wenn sein Lebensraum bescheiden ist der Vatikan insgesamt unglaublich mächtig und wohlhabend. Er besitzt wichtige historische Gegenstände, Land und bekannte Kunstwerke. Der Vatikan verdient vielleicht nicht so viel Geld wie andere Nationen. Er verfügt jedoch über eine Menge nützlicher Vermögenswerte. Der Vatikan verfügt über mehrere Geldquellen. Meisterwerke von Michelangelo. Raphael und Leonardo da Vinci gehören zu den wertvollsten Kunstwerken der Welt, die sich im Besitz des Vatikans befinden. Zu den Vatikanischen Museen, die mehr als nur religiöse Kunst beherbergen, gehören diese Werke. Sie dienen auch als Beweis für den immensen Reichtum, die Macht und die kulturelle Bedeutung der Kirche. Zweitens verfügt der Vatikan weltweit über umfangreiche Immobilien. Diese bestehen aus Bauernhöfen, Krankenhäusern, Schulen, Klöstern und Kirchen. Eine der Haupteinnahmequellen des Vatikans sind Immobilien, da er auch unschätzbare Gebäude in wichtigen Städten wie Rom und anderen Ländern besitzt. Doch hat er seiner Familie etwas davon hinterlassen? Bald ist es soweit. Der Vatikan investiert auch in eine Reihe anderer Branchen, in Unternehmen, Immobilien und den Aktienmarkt, über die Vatikanbank, auch Institut für die Werke der Religion genannt, wickelt er internationale Finanzgeschäfte ab. Diese Bank unterstützt die weltweiten Aktivitäten der katholischen Kirche und hilft bei der Verwaltung der Finanzen des Vatikans. Und schließlich spenden die Katholiken dem Vatikan viel Geld. So werden beispielsweise die philanthropischen Bemühungen des Papstes und andere kirchliche Aktivitäten durch die Kollekte des Peterspfennigs unterstützt. Papst Franziskus hat den großen Reichtum des Vatikans zum Wohle der Menschen eingesetzt. Er hob die Ziele der Kirche hervor und betonte insbesondere die Fürsorge für die Menschen, den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und die Unterstützung der Verarmten. Die finanzielle Geschichte von Papst Franziskus. Während seines Pontifikats legte Papst Franziskus besonderen Wert auf die Unterstützung der Unterprivilegierten und Entrechteten. Er setzte sich häufig für soziale Gerechtigkeit ein und sprach sich gegen wirtschaftliche Ungleichheit aus. Er sorgte auch dafür, dass die Öffentlichkeit vom Reichtum der Kirche profitierte. Papst Franziskus zollte populistischen Bewegungen großen Respekt. Diese Gruppen setzen sich aus normalen Menschen zusammen, die sich gemeinsam für Gerechtigkeit einsetzen. Er sagte oft, dass diese Initiativen durch die Betonung des Gemeinwohls und die Hilfe für die Unterprivilegierten die Stärke unserer Bemühungen im Kampf gegen den Egoismus zeigen. Er war auch ein Verfechter der Befreiungstheologie. Er lobte Gustavo Gutiérrez, den Gründer der Organisation, dafür, dass er den Glauben mit dem Kampf gegen Ungerechtigkeit und Armut verbunden hat. Papst Franziskus sagte bei seinem Treffen mit Dialog, einer Organisation, die Christen und Marxisten vereint, dass es das gemeinsame Ziel der Gruppe sei, auf eine bessere und gerechtere Gesellschaft im Jahr 2024 hinzuarbeiten. Am 24. September desselben Jahres bekräftigte er seine Forderung nach einem universellen Grundeinkommen, das allen Menschen hilft, ihre Grundbedürfnisse zu decken. Außerdem sagte er, dass Millionäre mehr Steuern zahlen sollten, da ihr enormes Vermögen dazu verwendet werden sollte, Bedürftigen zu helfen. Die Familienmitglieder des Papstes haben aufgrund seiner enormen Investitionen in wohltätige Zwecke und die Armen nicht viel Geld geerbt. Weinen Sie deswegen? Hatten Sie höhere Erwartungen? Bleiben Sie dran, wir werden es bald erfahren. Der Papst war eine beliebte Persönlichkeit. Er hat mehr beigetragen, als die Gesellschaft ihm gegeben hat. Die Welt wird ihn vermissen, jetzt wo er nicht mehr da ist. Bevor wir uns mit seinem Vermächtnis befassen, wollen wir einige Hintergrundinformationen zu ihm und seinem Tod geben. Die Wahl von Papst Franziskus. Am 13. März 2013 wurde Jorge Bergoglio zum Papst gewählt. Nachdem er die Wahl gewonnen hatte, änderte er seinen Namen in Francisco. Habemus Papam war der Satz, mit dem Kardinal Jean-Louis Theron seine Wahl verkündete. Kardinal Christophe Schönborn nannte 2 Indikatoren, die zur Wahl Bergoglios führten. Die eine stammte von einem lateinamerikanischen Ehepaar, das Schönborns Bekannte waren, und die andere war ein heimliches Ereignis im Konklave. Für Schönborn war das Flüstern des Namens Bergoglio ein Hinweis darauf, dass der Heilige Geist ihre Wahl lenkte. Franziskus benutzte einen frischen, weniger förmlichen Stil, als er sich nach seiner Wahl erhob, um die Glückwünsche entgegenzunehmen, anstatt sich auf den päpstlichen Stuhl zu setzen. Statt des karmesinroten, pelzbesetzten Umhangs, den frühere Päpste trugen,
zog Franziskus bei seinem ersten Auftritt als Papst auf dem Balkon des Petersdoms eine schlichte weiße Soutane an. Petersdoms. Außerdem trug er statt des von anderen Päpsten gewohnten goldenen Brustkreuzes das eiserne Kreuz, das er als Erzbischof von Buenos Aires getragen hatte. Unmittelbar nach seiner Wahl erteilte er den auf dem Petersplatz versammelten Pilgern den Segen Urbi et Orbi, Petersplatz. Zuvor bezeichnete er sich selbst als Bischof von Rom und ermutigte alle auf dem Platz, sowohl für sich selbst als nächsten Papst, als auch für seinen Vorgänger. Da die Messe am Festtag des Heiligen Josefs gefeiert wurde, stellte er ihn in den Mittelpunkt seiner Predigt. Als Papst Franziskus gewählt wurde, hatte er ein einziges überlebendes Geschwisterchen. Maria Elena Bergoglio, seine Schwester, sagte, sie habe sich gewünscht, dass er nicht zum Papst gewählt würde. Um zu verhindern, dass ihr Bruder das Land verlässt, hoffte sie, dass er im letzten Konklave nicht gewählt würde, sagte sie gegenüber CNN en Español. Es war eine etwas eigennützige Haltung. Ich habe gebetet, dass der Heilige Geist eingreift und dieses Mal nicht auf mich hört. Und es ist passiert, fügte sie hinzu. Sie hat ihr Ziel erreicht. Papst Franziskus sagte Maria, sie solle den Rest der Familie informieren, sobald er gewählt sei. Seine Worte waren, ich kann nicht alle anrufen. Bitte grüßen Sie sie von mir, denn wir haben eine große Familie und alle anzurufen würde die Finanzen des Vatikans aufzehren, verriet Maria. Maria ging nicht zu seiner Amtseinführung in Rom. Mein Bruder hat darum gebeten, dass wir Geld für wohltätige Zwecke zur Seite legen. Sie sagte, ich werde tun, was er sagt. Aber Maria war auch besorgt, dass er sich in seiner Position isoliert fühlen könnte. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. Franziskus fordert die Kirche auf, weiterzugehen. Aber wir, die Gläubigen, müssen mit ihm gehen. José Ignacio Bergoglio, der jüngste Sohn von Maria, gehört zu den Familienmitgliedern von Papst Franziskus, die sich öffentlich zu ihrer Beziehung zum Papst geäußert haben. Eine seiner Nichten, Cristina Bergoglio, ist Künstlerin und wohnt in Madrid, Spanien. Nur wenige Verwandte waren bekannt. Und 2018 sagte sie über ihren Onkel, ich sehe ihn nicht mehr. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich seine Arbeit als spiritueller Botschafter sehr respektiere. Und ich bin auch mit meiner Arbeit sehr beschäftigt. Alle anderen überlebenden Familienmitglieder haben das Rampenlicht und die öffentliche Wahrnehmung gemieden. Franziskus wird jedoch oft als gemäßigter oder progressiver Papst angesehen. Der Kommentator William Salatin bezeichnete seine Äußerungen in einem langen Interview aus dem Jahr 2013 als liberal und im Gegensatz zu konservativen Standpunkten, insbesondere seine Behauptung, dass Gott in der modernen Welt erfahrbar sei und sich in der geschichtlichen Offenbarung zu erkennen gebe. Dass er liberal ist, wird jedoch von anderen bestritten. Der Vatikan hat 2014 Agence France Presse und einige italienische Nachrichtenorganisationen gerügt, weil sie behauptet hatten, Franziskus habe sich für gleichgeschlechtliche Ehen oder zivile Partnerschaften ausgesprochen. Seine Äußerungen seien falsch interpretiert worden, so ein Vatikanbeamter. Die Bemühungen von Franziskus, seine Unabhängigkeit innerhalb der vatikanischen Bürokratie zu bewahren, zusammen mit seinem offensichtlichen Mitgefühl und seinen bescheidenen Taten, prägen seine öffentliche Persona. Berichten zufolge besaß er nie einen Computer oder ein Mobiltelefon und nutzte regelmäßig das Festnetz. Francis wurde im Dezember 2013 von Time und The Advocate zur Person des Jahres gewählt. Und das Magazin Esquire kürte ihn wegen seines unaufdringlichen Stils zum bestgekleideten Mann des Jahres. Im Januar 2014 erschien er auf der Titelseite des Magazins Rolling Stone. In der Rangliste der 50 besten Führungskräfte des Magazins Fortune wurde er auf Platz 1 gesetzt. 2014 und 2016 wurde er von Forbes in die Liste der einflussreichsten Personen der Welt aufgenommen. Come, Poi, How You Can, ein Franziskus gewidmetes Lied, wurde im März 2013 auf Italienisch, brasilianischem Portugiesisch und europäischem Portugiesisch veröffentlicht. Eine Straße in La Plata, Argentinien, wurde ihm zu Ehren nach Papa Francisco benannt. Die argentinische Abgeordnetenkammer genehmigte 2013 ein Gesetz zur Herstellung einer Gedenkmünze zu seinen Ehren. Auch der Verkauf von päpstlichen Souvenirs ist stark angestiegen, ein Zeichen für seinen steigenden Bekanntheitsgrad. Papst Franziskus hat am 14. September 2014
unmittelbar vor der 3. außerordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode über die Familie, seine erste gemeinsame Trauung mit 20 Paaren aus der Erzdiözese Rom vollzogen. Sie fand zwischen dem 5. und 19. Oktober statt. Franziskus war der erste Papst, der 2016 einen Instagram-Account hatte. Innerhalb von 12 Stunden hatte er über 1 Million Follower und stellte damit einen neuen Rekord auf. Als erster Papst schrieb er am 26. November 2020 einen Meinungsartikel für die New York Times, in dem er sich unter anderem zur Notwendigkeit der Einheit der Welt und zu den Covid-19-Beschränkungen für öffentliche Treffen äußerte. Berichten zufolge ist Papst Franziskus, der im Alter von 76 Jahren gewählt wurde, bei bester Gesundheit verstorben. Seinen Ärzten zufolge hatte die Entfernung von Lungengewebe in jungen Jahren keine nennenswerten Auswirkungen auf seinen allgemeinen Gesundheitszustand. Das einzige Problem war, dass dadurch seine Atemreserve im Falle einer Atemwegserkrankung verringert wurde. Die vorherige Operation hatte jedoch langfristige Lungenschäden verursacht. Im Jahr 2020 war er anfällig für Winterkrankheiten wie Bronchitis und Grippe. Wegen seiner Ischias-Beschwerden und Knieprobleme war Francis außerdem auf einen Rollstuhl, eine Gehhilfe oder einen Stock angewiesen. Im Jahr 2021 gab es Spekulationen, dass er wegen gesundheitlicher Probleme zurücktreten könnte, aber er wies sie zurück. Franziskus verschob eine geplante Reise in den Südsudan und in die Demokratische Republik Kongo, nachdem er sich im Juni 2022 einer Knieoperation unterzogen hatte. In einem Interview erklärte er, dass er zwar nicht an einen Rücktritt gedacht habe, es aber tun würde, wenn sein Gesundheitszustand ihn daran hindern würde, seine Verantwortung als Kirchenoberhaupt wahrzunehmen. Ein Rücktritt stehe im Moment nicht auf seiner Tagesordnung, sagte er während einer Reise in die Demokratische Republik Kongo im Februar 2023. Im März 2023 wurde Franziskus wegen einer Atemwegserkrankung ins Krankenhaus in Rom eingeliefert. Er kehrte zurück, um am Kar-Samstag im April die Messe in der Osternacht zu feiern. Bei ihm wurde ein Unterleibsbruch diagnostiziert und er unterzog sich im Juni einer Unterleibsoperation. Aufgrund chronischer Knieprobleme, die eine Operation erforderlich machten, ist Franziskus seit 2022 in der Öffentlichkeit auf einen Rollstuhl angewiesen. Behinderte Katholiken applaudierten ihm dafür, dass er seine Beeinträchtigung zu einem sichtbaren Teil seiner Person machte, auch wenn er zugab, dass seine anhaltenden Mobilitätsprobleme den Beginn einer langsameren Phase seines Pontifikats markierten. Am 14. Februar 2025 wurde bei Franziskus eine Bronchitis diagnostiziert und er wurde in das Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert. Aufgrund einer beidseitigen Lungenentzündung und einer polymikrobiellen Infektion in seinen Atemwegen wurde sein Krankenhausaufenthalt verlängert. Nachdem der Vatikan seinen Gesundheitszustand als ernst eingestuft hatte, erhielt er Sauerstoff- und Bluttransfusionen mit hohem Durchfluss. Francis' Nierenversagen im Frühstadium wurde am 23. Februar festgestellt und war Berichten zufolge unter Kontrolle. Am 26. Februar trat eine leichte Besserung ein. Doch 2 Tage später musste er nach einem Bronchialkrampf und Erbrechen nicht invasiv beatmet werden. Es hieß, seine Prognose sei zurückhaltend. Nachdem er am 3. März von der mechanischen Beatmung befreit worden war, erholte sich Franziskus, wie der Vatikan später mitteilte. Nach einem weiteren starken Abfall wurde die mechanische Beatmung am 6. März wieder aufgenommen. Am 19. März stellten die Ärzte fest, dass seine Lungeninfektion unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig geheilt war, und er benötigte nachts keine mechanische Unterstützung mehr. Am 23. März, kurz nachdem er von seinem Balkon aus eine Versammlung gesegnet hatte, wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Er sollte sich mindestens 2 Monate lang in seinem Haus im Domus Sancti Marti in der Vatikanstadt erholen und weniger arbeiten. Am 6. April trat er zum ersten Mal seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus öffentlich auf. Am Ostermontag, dem 21. April 2025, verstarb Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren. Er verstarb in Domus Sancti Marti, wo er lebte. In einer Videobotschaft, die vom vatikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, gab Kardinal Kevin Farrell sein Ableben bekannt. Obwohl die genaue Todesursache nicht bekannt gegeben wurde, haben inoffizielle italienische Quellen erklärt, dass höchstwahrscheinlich ein hirnbedingtes Problem, Wheezy, ein Schlaganfall, dafür verantwortlich war.
Die Novum Dies, lateinisch 9 Tage, waren 9 Tage der Trauer und des päpstlichen Interregnums, die auf seinen Tod folgten. Der Tradition nach sollte der Papst in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt werden, wie er es sich gewünscht hatte. Und sein Begräbnis sollte 4 bis 6 Tage nach seinem Tod stattfinden. Um das Datum und die Uhrzeit des nächsten Konklaves festzulegen, sollten die Wahlkardinäle in Rom zur Generalkongregation der Kardinäle zusammenkommen. Das Erbe von Papst Franziskus. Das Papier mit dem Titel Dialoge zwischen Johannes Paul II und Fidel Castro wurde von Papst Franziskus verfasst, als er noch Erzbischof von Buenos Aires war. Papst Johannes Paul II war der erste Papst in der Geschichte der katholischen Kirche, der Kuba besuchte, und sein Besuch hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Insel. Viele Jahre später, im Mai 2015, lud Papst Franziskus den kubanischen Staatschef Raúl Castro zu einem Treffen mit ihm ein. Castro erklärte nach dem Treffen, dass er über eine Rückkehr zur katholischen Kirche nachdenke. Auf einer öffentlichen Pressekonferenz sagte Castro: „Ich lese alle Reden des Papstes und seine Kommentare, und wenn er so weitermacht, werde ich wieder anfangen zu beten und wieder in die Kirche gehen." Am 17. Dezember 2014 gaben die Vereinigten Staaten von Amerika und Kuba offiziell die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen bekannt, wobei Papst Franziskus eine Schlüsselrolle beim Zustandekommen dieser Entwicklung spielte. Papst Franziskus und die kanadische Regierung arbeiteten hinter den Kulissen daran, beide Länder an den Verhandlungstisch zu bringen, nachdem Präsident Obama ihn bei einem Besuch im Vatikan im März 2014 um Hilfe gebeten hatte. Das Abkommen wurde als Erfolg gewertet, weil es Franziskus gelang, das Vertrauen zwischen den kubanischen und amerikanischen Behörden zu stärken. Die Staats- und Regierungschefs beider Länder vertrauten Franziskus, was ein wichtiger Faktor dafür war. Papst Franziskus besuchte Kuba im September 2015 im Rahmen seiner Reise in die Vereinigten Staaten im September 2015. Papst Franziskus hat während seines Besuchs in Israel und den palästinensischen Gebieten im Mai 2014 wichtige symbolische Gesten gegenüber beiden Seiten des Konflikts gemacht. Er reiste zu mehreren heiligen Städten, darunter die Grabeskirche, die Klagemauer, Yad Vashem und das Holocaust-Mahnmal. Zu allem Überfluss war er der erste Papst, der das Grab von Theodor Herzl, dem Begründer des modernen Zionismus, besuchte. Es ist bezeichnend, dass er von Jordanien aus in das Westjordanland reiste und nicht nach Israel, was viele als eine Bestätigung der palästinensischen Souveränität ansahen. Es fanden auch Gespräche zwischen Papst Franziskus und Vertretern der israelischen und der palästinensischen Autonomiebehörde statt. Er lud sowohl den israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres als auch den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas zu einer Friedensgebetskonferenz in den Vatikan ein. Und beide nahmen seine Einladung an. Die Begegnung sollte, wie geplant, im Vatikan stattfinden. Im Laufe seines Aufenthalts in Bethlehem führte er ein Gespräch mit Abbas und nahm an der Feier der Messe in der Geburtskirche teil. Er betete nicht nur an einem Abschnitt der Sperranlage, die Israel und das Westjordanland trennt, sondern besuchte auch eine Gedenkstätte für die Opfer von Terroranschlägen, die auf Wunsch des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu errichtet worden war. Der Rabbiner der Klagemauer. Die Oberrabbiner Israels und der Großmufti von Jerusalem gehörten zu den prominenten religiösen Führern, mit denen er während der Reise zusammentraf. Er hatte auch die Gelegenheit, mit anderen religiösen Führern zusammenzutreffen. Als Papst Franziskus im Mai 2015 im Vatikan eintraf, hatte er Abbas bereits als Engel des Friedens bezeichnet. Etwa zur gleichen Zeit wurde ein Vertrag geschlossen, der dem Vatikan die Möglichkeit gibt, den Staat Palästina innerhalb der internationalen Gemeinschaft rechtlich anzuerkennen. Franziskus hat sich optimistisch gezeigt, dass die diplomatischen Bemühungen, Israel und Palästina wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, erfolgreich sein werden. Etwa zur gleichen Zeit, als Abbas im Land war, wurden außerdem 2 palästinensische Nonnen zu Heiligen erklärt. Ein weiterer Aufruf zum Frieden zwischen Israelis und Palästinensern wurde von Papst Franziskus in seiner Ansprache im Regina Coeli im Mai 2021 gemacht, als die Gewalt in Jerusalem zunahm. Der Angriff auf Israel, der im Oktober 2023 von der Hamas verübt wurde, wurde von Papst Franziskus in einer nach dem Vorfall veröffentlichten Erklärung verurteilt. Die Verfolgung von Christen durch den Islamischen Staat im Irak und in der Levante, ISIL,
wurde von Papst Franziskus verurteilt, der sich für die Anwendung von Gewalt ausgesprochen hat, um islamische Extremisten daran zu hindern, religiöse Minderheiten im Irak anzugreifen. Diese beiden Aktionen wurden verurteilt. Im Januar 2018 hatte er die Gelegenheit, nach Europa zu reisen und an einem Treffen mit jesidischen Flüchtlingen teilzunehmen, bei dem er sich für deren Recht auf Religionsfreiheit aussprach. Darüber hinaus forderte er die internationale Gemeinschaft auf, den Völkermord am jesidischen Volk nicht länger gleichgültig zu beobachten. Auf Ersuchen von Mohammed bin Zayed Al Nahyan reiste Papst Franziskus im Februar und 2019 nach Abu Dhabi, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt. Vor rund 120.000 Menschen hat Papst Franziskus Geschichte geschrieben, indem er als erster Papst eine Messe auf der arabischen Halbinsel hielt. Der Gottesdienst fand im Zayed Sports City Stadium statt, um das Ereignis zu feiern, in einer Begegnung, die in die Geschichte eingehen wird. Traf Gross Ayatollah Ali al-Sistani, der prominenteste schiitische Geistliche im Irak, im März 2021 mit Papst Franziskus zusammen. Als Ergebnis dieser Erfahrung reiste Franziskus nach Ur, dem Ort, an dem der Prophet Abraham geboren worden sein soll. Um das friedliche Zusammenleben zu fördern, forderten er und der irakische Geistliche Christen und Muslime auf, zusammenzuarbeiten. Im September 2024 reiste Papst Franziskus nach Indonesien, das die größte muslimische Bevölkerung der Welt hat. Während seines Aufenthalts in Jakarta nahm er an interreligiösen Gesprächen in der Istiklal-Moschee teil. Als Papst Franziskus ankam, begrüßte Großimam Dr. Nasruddin Umar einen herzlichen Gruß an ihn. Darüber hinaus wurde in der gemeinsamen Erklärung von Istiklal 2024, die sowohl vom Großimam als auch vom Papst unterzeichnet wurde, die Notwendigkeit betont, die Ideale, die von allen religiösen Traditionen geteilt werden, wirksam zu fördern. Dies geschah, um die Kultur der Gewalt und Gleichgültigkeit zu bekämpfen und Frieden und Versöhnung zu fördern. Darüber hinaus nahmen an der Verlesung der Erklärung Vertreter eines breiten Spektrums religiöser Traditionen teil, darunter Protestanten, Hindus, Buddhisten, Konfuzianisten und Anhänger des Volksglaubens. Papst Franziskus war von Kontroversen umgeben. Obwohl sich der Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Bergoglio, offen gegen ein Gesetz aussprach, das gleichgeschlechtliche Trauungen in Argentinien erlaubt hätte, wurde das Gesetz 2010 vom Senat verabschiedet. Er sprach sich während der Kampagne in einem Brief gegen das Gesetz aus, der wegen der Verwendung von Formulierungen kritisiert wurde, die manche als archaisch und veraltet ansehen. Eine Quelle innerhalb der Kirche sprach sogar von einem absichtlichen Fehler, der zur Verabschiedung des Gesetzes beigetragen habe. Im Vergleich zu seinen Vorgängern hat Papst Franziskus eine tolerantere Haltung in Bezug auf LGBT-Angelegenheiten eingenommen. Seine berühmte Bemerkung über LGBT-Personen, »Wer bin ich, dass ich urteilen kann?«, wurde im Juli 2013 gemacht und wurde sofort kontrovers diskutiert. In seinen öffentlichen Äußerungen betonte er immer wieder die Notwendigkeit, LGBT-Personen, insbesondere LGBT-Kinder, zu akzeptieren und mit ihnen zusammen zu sein. Er förderte gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften als eine Möglichkeit, Paaren gleicher sexueller Orientierung rechtlichen Schutz zu gewähren, obwohl er die katholische Lehre bekräftigte, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau besteht. Fiducia Supplicans, ein Dokument, das während seines Pontifikats vom Dikasterium für die Glaubenslehre veröffentlicht wurde, bestätigte, dass Transgender-Personen getauft werden dürfen und dass gleichgeschlechtliche Ehen gesegnet werden können. Bei dem privaten Treffen waren mehrere LGBT-Personen und Aktivisten anwesend. Das in den Vereinigten Staaten erscheinende LGBT-Magazin The Advocate ernannte ihn 2013 sogar zur Person des Jahres. In Bezug auf Transgender-Probleme zeigte sich Papst Franziskus jedoch weniger entgegenkommend. Sowohl die Aufklärung von Jugendlichen über geschlechtsangleichende Verfahren als auch die Idee der Gender-Theorie wurden als ideologische Kolonisierung bezeichnet. Kim Davis, ein Bezirksbeamter, der verhaftet worden war, weil er sich geweigert hatte, Paaren mit der gleichen sexuellen Ausrichtung eine Heiratslizenz zu erteilen, war das Thema der Diskussion im September 2015. Im August 2000 wurde er kritisiert, weil er empfohlen hatte, dass LGBT-Jugendliche einen Psychiater zur Therapie aufsuchen sollten.
In einem Interview im Januar 2020 und 3 Monate später sprach sich Franziskus gegen die Kriminalisierung von Homosexualität aus. Außerdem forderte er die Bischöfe, die solche Maßnahmen befürworten, auf, ihre Meinung zu ändern, und ermutigte die Kirche, zwischen Sünde und Kriminalität zu unterscheiden. Er behauptete, diese Gesetze seien ungerecht. Im Februar 2023 wiederholte er diese Äußerungen. Theologisch gesehen gab es nach der Veröffentlichung von Amoris Laetitia eine große Debatte. Konkret ging es um die Frage, ob es die Regeln der katholischen Kirche für den Empfang der Eucharistie und der Bußsakramente für zivil wiederverheiratete Geschiedene ändert. In dem Dokument erklärte Franziskus, dass ein Gefühl der Verbundenheit mit der Kirche für geschiedene Personen, die nun in neuen Beziehungen leben, von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus rief er zu einer verantwortungsvollen pastoralen und persönlichen Beurteilung jedes einzelnen Falles auf und betonte, dass allgemeine Richtlinien zwar notwendig sind, aber nicht jeder einzigartigen Situation gerecht werden können. Aus diesem Grund sind Bischöfe aus aller Welt zu unterschiedlichen Meinungen darüber gelangt, wie der Text verwendet werden sollte. Eine Gruppe von konservativen Geistlichen, Akademikern und Laien warf Papst Franziskus in einer Richtigstellung vom Juli 2017 vor, während seiner Amtszeit als Papst durch seine Worte, Taten und Unterlassungen 7 falsche Konzepte gefördert zu haben. Gemeinsam mit Ahmed El-Tayeb, dem Grossimam von Al-Azhar, unterzeichnete Franziskus am 4. Februar 2019 das Dokument über menschliche Brüderlichkeit für den Weltfrieden und das Zusammenleben. Dieser Vertrag, der die friedliche Koexistenz von Menschen verschiedener Religionen fördert, veranlasste die Vereinten Nationen, den Internationalen Tag der menschlichen Brüderlichkeit einzuführen. Einige Menschen kritisierten einen Abschnitt der Erklärung, in dem es heißt, dass Gottes Weisheit die Pluralität und Vielfalt von Religionen, Ethnien, Farben, Geschlechtern und Sprachen zulässt. Der katholische Theologe Chad Pecknold stellte fest, dass diese Bemerkung besorgniserregend und möglicherweise schädlich sei. Dennoch dachten einige katholische Beobachter, dass es sich um eine Anspielung auf den permissiven Willen Gottes handeln könnte, der die Vielfalt und das Böse auf der Erde zulässt. Papst Franziskus hat jedoch erklärt, dass er auf Gottes permissiven Willen anspielt. So Bischof Athanasius Schneider. Papst Franziskus veröffentlichte im Juli 2021 ein apostolisches Schreiben mit dem Titel Traditio Custodes, das zusätzliche Einschränkungen für die traditionelle lateinische Messe festlegte und das von seinem Vorgänger, Papst Benedict VII., veröffentlichte Summorum Pontificum aufhob. Die Bischöfe erhielten die Befugnis, die Verwendung der lateinischen Messe in ihren jeweiligen Diözesen zu erlauben oder zu verbieten. Außerdem mussten Priester, die gerade ihre Priesterweihe erhalten hatten, eine Genehmigung einholen, bevor sie den alten Ritus verwenden durften. Viele Laien lehnten diese Änderung ab, ebenso wie eine Reihe bekannter Kardinäle, darunter Joseph Zahn, Gerhard Ludwig Miller und Raymond Leo Burke. Viele Menschen waren der Meinung, dass die Beschränkungen nicht nur unnötig, sondern auch unangemessen streng waren und zu früh angewandt wurden. So ein Aufsatz von Edwin Penton, der im National Catholic Register veröffentlicht wurde. Im Dezember 2023 veröffentlichte das Vatikanische Dikasterium für die Glaubenslehre das als Fiducia Supplicans bekannte Dokument. In dieser Erklärung wurden Reformen im Umgang der Kirche mit irregulären Partnerschaften, die emotionalen und monogamen Beziehungen, die nicht zu einer katholischen Ehe geführt haben, klargestellt und umgesetzt. Dank des Dokuments können Priester nun spontan gleichgeschlechtliche Paare, unverheiratete Paare des anderen Geschlechts und zivil verheiratete Paare segnen, bei denen mindestens ein Partner geschieden wurde, ohne eine Annullierung zu erhalten. Die Fiducia Supplicans sorgte vor allem unter orthodoxen Katholiken, Geistlichen und prominenten Kirchenvertretern für heftige Diskussionen. Kardinal Gerhard Ludwig Miller bezeichnete den Text als blasphemisch und sakrilegisch, während Kardinal Robert Serra die Segnung solcher Ehen als Häresie bezeichnete, die die Kirche bedrohe. Am 11. Januar erklärte Kardinal Fridolin Mbongo Besungu, dass Paare, die die gleiche sexuelle Orientierung haben, von keiner afrikanischen Bischofskonferenz, die Mitglied des Symposiums der Bischofskonferenzen von Afrika und Madagaskar ist, gesegnet werden. Außerdem warnte er davor, dass diese Vorteile zu Problemen in anderen afrikanischen Ländern führen könnten. Würden Sie es vorziehen, dass man sich an sie wegen ihrer Beiträge oder ihres Besitzes erinnert?
Hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihren Ideen. Wenn diese Geschichte Sie berührt hat, drücken Sie bitte das Glockensymbol. Mögen Sie dieses Video und abonnieren Sie es, damit Sie die nächste wichtige Geschichte nicht verpassen.